wenn ich von Ganzheitlichkeit spreche, dann habe ich immer mindestens 3 Ebenen bei mir. Das ist einmal der Körper, das ist der Geist oder die Psyche, also das, was ich mehr oder weniger bewusst, wie ich bewusst mein Leben lebe, was ich denke, ne, wie ich handle, aber auch die Seele, da gehe ich von der Bestimmung aus. Ich glaube, dass wir alle einen Plan haben, wenn wir hier auf die Erde kommen, dass wir alle Fähigkeiten haben, dass wir alle mit Talenten geboren werden, die im Laufe der Entwicklung oder im Laufe der Erziehung auch oder durch unsere Peer Groups teilweise verloren gehen, weil wir uns an Werten orientieren, die vielleicht gar nicht unsere sind. Hier bist du, so schön. Danke. Wie war dein Workshop? Ging alles oder hattest du jetzt ein bisschen Stress? Nee, es ging alles. War zwar lang, war anstrengend, aber es war ein sehr schöner, erfolgreicher Tag. Schön. Genau. Ja, so toll, dass du heute hier bist. Danke wir sehr. haben ja schon ein bisschen vorab gequatscht, gell? Genau. Und wir haben uns sehr gut verstanden. Ja. Ja, das war schön. Ja, du, ich würde sagen, Bühne frei. Erzähl doch gerne mal, von wo du kommst und wie du jetzt zum Coach und Heilpraktiker geworden bist, weil ich denke, da sind schon so viele wertvolle Informationen drin, wenn man einfach spürt, von wo ist der Mensch gekommen, was hat ihn bewegt, dass er jetzt die Person ist, die er heute ist. Ja. Bühne frei. Also, ich komme und wohne in Düsseldorf, habe da auch meine Praxis. Ich bin Heilpraktiker geworden, natürlich nicht auf dem ersten Bildungsweg, sondern durch eine eigene Erfahrung, in dem es mir nicht so gut ging. Ich habe durch viele Antibiotikakuren in meinem Leben, ob die jetzt nötig waren oder nicht, darüber lässt sich sicherlich streiten, ein schon mittleres bis schwereres Reizdarmsyndrom entwickelt. Das war mal zu meiner Gastronomiezeit. Ich habe also nur nachts gearbeitet und dementsprechend mich auch sehr gesund ernährt, nämlich von viel Pizza, Döner und Imbissbuden asiatischer Herkunft, was meinem Darm und sagen wir mal meinem ganzen Organismus sicherlich auch nicht zuträglich war. Und habe dann aufgrund 2, das kann ich aber rekonstruieren, Clindamycin-Kuren, einmal wegen der Zähne und einmal wegen dem Gewebsgeschehen, wirklich einen Reizdarm entwickelt. Das heißt, auswärts essen war schwierig für mich. Das war immer sehr so ein Spießrutenlauf. Also wenn ich nicht wusste, dass da irgendwo in der Nähe Toilette ist oder ich genug Zeit habe, dann bin ich oft gar nicht erst mitgegangen. Und es hat mein Leben halt schon sehr beeinträchtigt. Und ich habe halt irgendwann überlegt, was muss ich machen, um da rauszukommen. Und da mir keiner helfen konnte oder wollte, schulmedizinischer Art damals, bin ich tatsächlich zu einem Heilpraktiker gekommen. Damals auf Anraten meiner Mutter, der dann relativ schnell die Situation erkannt hat und mir ein paar Mittel gegeben hat. Und dann war das relativ zügig erstmal besser, kam dann aber wieder. Und dann habe ich irgendwann die Segel in der Gastronomie gestrichen und habe halt gesagt, okay, ich will auch Heilpraktiker. Da haben mich alle erstmal komisch angeguckt, die gesagt, oh, das ist aber jetzt hier der ganz andere Tobias, den kennen wir so gar nicht. Das ist eine 180-Grad-Wendung quasi, wenn du in der Gastronomie arbeitest und nur nachts in so einer Bar, in so einem Nachtclub. Und allein aus der Zeit kann ich schon ein Buch schreiben, was ich da erlebt habe. Es waren lustige Zeiten, es waren nicht so lustige Zeiten. Ja, genau. Und so bin ich dann irgendwann Heilpraktiker geworden. Das ist mittlerweile über 10 Jahre her. Hey, das finde ich so cool. Ich finde es mega spannend, dass du da so eine Bargeschichte hinter dir hast, weil ich glaube, die besten Geschichten können auch einfach in Bars entstehen, weil die Menschen so ehrlich sind. Ja. Der ganze Alltag fällt ab. Man merkt, man kann sich neu erfinden. Und da entstehen doch oft die tiefsten Gespräche. Also denke ich, dass das eigentlich für den heutigen Job, den du machst, vielleicht echt die beste Vorbereitung war. Also definitiv. Ich habe ja immer schon gerne Menschen beobachtet und habe das in der Bar natürlich auch getan. Und da hast du natürlich alle sozialen Schichten. Also wir hatten vom quasi Sozialhilfeempfänger und Menschen, die mit niedrigem Bildungsstand bis hin zum Vorstandsvorsitzenden und irgendwelche Bankeliten. Und du hast da die Bandbreite und die sind alle irgendwo dann gleich, wenn die feiern. Ne? Ja. Und du kannst Menschen beobachten, auch zum Beispiel, was macht Alkohol mit Menschen? Wie waren die vorher, wenn die reinkommen? Oder andere Drogen, das muss man einfach ganz klar sagen, die wurden auch da konsumiert. Und was macht das mit den Menschen, wenn die das konsumiert haben? Wie sind die danach? Ne? Wie verhalten die sich anders und warum machen die das? Das sind so Fragen, die ich mir gestellt habe.
was veranlasst Menschen, die von montags bis freitags einen mega seriösen Job haben, am Wochenende so auszuflippen, ne? Und dann voll einen drauf zu machen. Und das war regelmäßig. Das war schon Kompensation oft. Und das fand ich mega interessant. Was bewegt Menschen dazu, das zu tun? Ja. Genau. Ja, und dieses Fragen, das hast du ja nicht aufgehört. Ich habe ja ich habe ja heute einen Post gemacht und dich beschrieben und habe gesagt, der Tobias hört das Wort ganzheitlich nicht so gern, weil das so oft verwendet wird, gerade in unseren Berufen. Aber weil du es tatsächlich machst, weil wenn die Patienten zu dir in die Praxis kommen, dann dürfen sie einen Fragebogen ausfüllen und der ist 30 Seiten lang. Und das ist das, was ehrlich gesagt ich mir als chronisch Erkrankte gewünscht hätte. Ja, natürlich macht es nicht Spaß, so viele Seiten auszufüllen, aber man weiß, bei der Auswertung werde ich jetzt wirklich ganzheitlich angeschaut. Wie kam dieser Fragebogen zusammen? Ich denke, da sind verschiedene Einflüsse und Ausbildungen, die du vereinst und deswegen da wirklich so ganzheitlich arbeitest. Erzähl mal. Genau, also der Fragebogen ist über die Jahre natürlich entstanden. Wie gesagt, ich beschäftige mich mit den Themen jetzt so ungefähr 15 Jahre intensiv. Ich habe schon, bevor ich Heilpraktiker wurde, von einem chinesischen Arzt lernen dürfen. Ich habe den 7 Jahre begleitet. Er hat mir chinesische Medizin beigebracht, in etwas einer anderen Art und Weise, so wie er es von seinem Lehrer bekommen hat, also so wie es nicht in Büchern steht. Und da war der Philosophieanteil, also der daoistische Anteil, relativ großer Bestandteil. Und den haben wir mit in diesen Fragebogen eingenommen oder übernommen. Und der Rest ist dann so, gerade was die Infektionskrankheiten angeht, vor allem explizit nach bestimmten zu fragen, die oft gerne übersehen werden. Die habe ich dann mit weiter dahin übernommen. Aber in dem Bogen ist quasi von der Kindheit, welche Krankheit hatten Sie, wie haben Sie Ihre Eltern erlebt, was haben Sie für traumatische Erlebnisse körperlicher oder psychischer Natur in Ihrem Leben gehabt, welche Gefühle spüren Sie häufig. Ich habe versucht, alles, was mir wichtig erschien, über die Jahre dort hineinzupacken. Und ja, es ist für viele Patienten erstmal so, wow, krass, jetzt kriege ich hier so ein fettes PDF zugeschickt und muss das ausfüllen. Aber was mir viele Patienten berichten, wenn sie dann hier sitzen, dass ihnen viele Sachen in ihrem Leben wieder eingefallen sind. Und das ist für mich die erste Maßnahme quasi zur Behandlung oder zur Heilung, indem Menschen sich vergegenwärtigen, was sie eigentlich krank gemacht haben könnte. Denn auch das ist eine Frage, die da drin steht, was die Menschen selber darüber denken, warum sie das bekommen haben könnten. Ja, das finde ich so schön, wenn man das anschaut. Und man macht das ja auch im Ayurveda, in der ayurvedischen Medizin oder auch in der Ernährung. Ich schaue immer bei dem Coaching, dürfen Sie auch das ausfüllen, es sind auch mehrere Seiten, aber nicht 30, so weit bin ich noch nicht. Und da geht es ja darum, wirklich festzuhalten, mit welcher Konstitution ist man zur Welt gekommen und welche Einflüsse haben dich jetzt in dieses Ungleichgewicht gebracht. Und da in dieser Reflexion, so wie du sagst, das ist so wertvoll zu sehen, wer war ich eigentlich, als ich noch gesund war, als ich nicht so viele Symptome hatte. Und was ist dann da alles passiert auf dieser Lebensstrecke? Genau. Also allein das, dass die Menschen sich das vergegenwärtigen, was ist in meinem Leben überhaupt gewesen, nochmal viele Sachen Revue passieren lassen. Ich habe noch einen separaten Fragebogen, der geht über die Ernährung, wo ich mir die Ernährung dokumentieren lasse, mindestens 1 bis 2 Wochen, bevor die zu mir kommen, weil mein Schwerpunkt ja der Darm ist und da geht leider nichts an der Ernährung vorbei. Da reicht es eben leider nicht, Probiotika zu geben oder irgendwelche anderen Nahrungsergänzungsmittel. Da ist Ernährung immer mehr als 50%. Und das muss man wissen. Und auch das ist eine Maßnahme, wo viele Menschen sagen, ja, das war jetzt nicht so ganz repräsentativ. Ja, aber sie haben es ja trotzdem gegessen. Das ist ja das, was dazu beiträgt, dass sie die Symptome haben. Auch wenn es jetzt nicht immer vorkommt, aber es scheint ja dann doch ein Stück Normalität zu sein. Ja, und dann merken viele, ich esse ja hier noch, ich nasche hier noch was, ich habe da noch Zucker und ich nehme ja davon viel. Ja, das ist ganz, ganz häufig. Ja, dieses Unbewusste. Ich denke, dass einfach viel, ich denke immer wieder, wir sind so in einer gestressten Gesellschaft und versuchen einfach allem gerecht zu werden, dass das mit dem Essen einfach irgendwo hinten runterfällt. Und das ist einfach etwas, was dann irgendwie so passiert und sich einschleicht. Und hier mal darüber zu reflektieren, das ist sicher Gold wert, Da fragt aber kein Arzt nach. Nein. Vielleicht ist ja der Witz.
die Menschen waren beim Gastroenterologen, die waren beim Allgemeinmediziner, da fragt ja niemand, was essen sie. Sie haben ein Problem mit ihrem Darm, mit der Verdauung, aber da kommt ja keiner auf die Idee zu fragen, was essen sie denn so den ganzen Tag? Ja, ja, ja. Ich habe ja auch eine Reizdarmvergangenheit und was dann gerne angeschaut wird, ist der Darm von innen, also Ja, Magen-Darm-Spiegelung. ja, Und das war auch so spannend. Ich habe dann auch im Krankenhaus Ernährungsberatung bekommen. Und eigentlich war da immer die Quintessenz, ja, also wenn es Ihnen gut tut, dann essen Sie das. Also wenn Sie jetzt Weißbrot besser vertragen, dann nehmen Sie lieber das Weißbrot als jetzt das Vollkornbrot, weil das ist schon schwer zu verdauen. Oder dann eben einfach die Food Map und so weiter, das, was gerade dran ist, aber das hat halt auch alles nicht geholfen. Das war ja, mega frustrierend. ja. Und ich muss sagen, ich hatte zu der Zeit noch 7 Nahrungsmittel, die ich gut vertragen hatte. Und eines davon war Chips. Wahnsinn, ne? Ja, und dann habe ich auch mal so gefragt, ja, wenn ich jetzt so viel Chips esse, und ich habe echt viel Chips gegessen, kann ich so auch alt werden? Und die waren zu dritt in dem Raum. Das war die Ernährungsberaterin plus 2 Assistentinnen. Und dann ist es ganz still geworden, weil sie so überrascht waren, dass ich nach meinem Alter gefragt habe. Ich habe einen Wunsch, alt zu werden. Ja, unglaublich. Aber sie haben ja eine Momentaufnahme gemacht und sie haben gar nicht so weit nachgedacht. Und das war dann für mich auch so der Moment, wo ich dachte, ach so, es geht gar nicht darum, wie bin ich in 10, 20, 30, 40 Jahren, aber mir geht es ja eigentlich darum. Also muss ich wohl tief an die Wurzeln gehen. Ja. Jetzt fragt da gerade jemand, was ich für Nahrungsmittel vertragen habe. Buchweizen, Zucchini, Karotte, Reischips, Granatapfelkerne und ich glaube eine Mango noch. Aber ich muss eins meiner Videos schauen. Ich habe das mal dokumentiert. Genau. Das ist auch total Ja, krass. Das hast du ja wahrscheinlich selber gemerkt, dass auch in deinen Coachings merkst du das ja auch, dass die Ernährung so individuell ist, weil man würde ja nicht erwarten, wenn du Reizdarm hast, dass du sowas Komisches wie Chips verträgst noch. Ne? Aber manchmal ist das tatsächlich so. ja, Ne? Und deswegen, wenn ich das mache, dann gebe ich immer so natürlich allgemeine Richtlinien, aber ich sage auch, wir müssen individuell testen, auch was die Menge angeht und die Geschwindigkeit, wie man Nahrung entweder wieder in den Nahrungsplan mit einbezieht. Ne? Das ja. muss man ganz vorsichtig machen und das ist hochindividuell. Ja, das ist wirklich sehr individuell. Ja, Auch hat es ja auch sehr mit Ängsten zu tun. Also ich hätte auch Angst gehabt, gewisse Nahrungsmittel loszulassen, weil sie mir irgendwie noch Trost geschenkt haben. ja, Und gerade so etwas wie Chips, was einen sehr hohen Salz- und Fettanteil hat, das beruhigt einem ja auch. Also ja, das beruhigt das Nervensystem. Das macht natürlich auch hochgradig süchtig. Aber das war mir in dem Moment ja egal, weil ich ja eh sonst so viele Schmerzen hatte und so viele Baustellen in meinem Leben, hm, dass ich das irgendwie gebraucht habe. ja, Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mental verstanden habe, dass ich ganz, ganz, ganz anders leben möchte. ja, Und auch das Mentale, das nimmst du ja immer wieder auf. Du genau. sagst, Gefühle sind so wichtig. Kannst du uns darüber was sagen? Ja, also die Gefühle, also ich arbeite ja, wenn ich von Ganzheitlichkeit spreche, dann habe ich immer mindestens 3 Ebenen bei mir. Das ist einmal der Körper, das ist der Geist oder die Psyche, also das, was ich mehr oder weniger bewusst, wie ich bewusst mein Leben lebe, was ich denke, ne, wie ich handle, aber auch die Seele, da gehe ich von der Bestimmung aus. Ich glaube, dass wir alle einen Plan haben, wenn wir hier auf die Erde kommen, dass wir alle Fähigkeiten haben, dass wir alle mit Talenten geboren werden, die im Laufe der Entwicklung oder im Laufe der Erziehung auch oder durch unsere Peer Groups teilweise verloren gehen, weil wir uns an Werten orientieren, die vielleicht gar nicht unsere sind. Aus bestimmten Gründen. Das macht ja keiner mit Absicht, ne? Sondern geschieht ja mehr oder weniger unfreiwillig. Und die Eltern tun ja auch ihr Bestes, um ihr Kind zu erziehen. Aber ob das das Beste ist für das Kind, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und das wiederzufinden, das gibt oft so einen Turbo bei den Patienten, auch in ihren Krankheitsgeschichten, wenn sie merken, okay, ich habe jetzt jahrelang eigentlich nicht so gelebt, wie mein Herz das sagt und wie meine Seele das vorgesehen hat und habe jetzt erkannt, dass ich es anders machen kann und auch darf, weil vielleicht die äußeren Umstände passen, dann ist auf einmal wieder
die Heilung da und dann geht es mir, die Energie ist auf einmal wieder da, obwohl ich nicht viel anders gemacht habe vorher. Und natürlich, aber der Körper spielt natürlich eine Rolle. Ne, ganz klar. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass es ohne den Körper, deswegen ist es immer meine erste Station. Der Körper bildet für mich den Rahmen, also die Struktur, die muss stimmen, damit sich die Energie darin bewegen und entwickeln kann. Und das ist mal mein Argument, wenn ich nur Coachings gebe und ich habe keine Bausteine, dass sich Synapsen neu verschalten können. Das heißt, ich habe keine Fette, keine Omega-3-Fette oder ich habe keine speziellen Aminosäuren oder keine Vitamine, die Neurotransmitter bilden, dann kann ich so viel geistige Arbeit leisten, wie ich möchte. Wenn der Körper nicht mitspielt, dann hat das keine langfristige Wirkung. Kurzfristig ja, aber nicht langfristig. Und deswegen muss ich gucken, dass der Körper die Struktur stimmt, damit sich der Inhalt verändern kann. Und das ist für mich Ganzheitlichkeit. Ich kann nicht nur eine Ebene angucken. Das funktioniert, für mich funktioniert das nicht. Ja, ich glaube, das funktioniert für niemanden. Sonst wären wir ja Roboter. Ja, für mich war die Erfahrung so, ich war ja so enorm krank, dass ich mich um die mentalen Dinge, ich habe mich einfach nicht darum kümmern können. Also ich hätte die Resilienz nicht gehabt. Das wäre einfach gar nicht gegangen. Ich habe dann die Ernährungsumstellung gemacht nach Anthony William. Und das war einfach so, also ich hatte ja auch Brain Fog und irgendwann lichtete sich das alles und ich konnte wieder einen klaren Gedanken fassen. Und für mich war dann auch klar, das tut mir nicht gut, wenn ich mit den Personen spreche. Irgendwie bin ich da in einem Beziehungsgeflecht gefangen, was mir Energie saugt. Da waren doch Sachen in meiner Vergangenheit. Und dann habe ich nach einem Jahr eine Traumatherapie angefangen. Aber ich sage dir, ich hätte das vorher nicht machen können, in dem körperlichen Zustand, in dem ich war. Definitiv. Und deswegen war diese Selbstfürsorge durch die Ernährung zu sagen, und jetzt pflege ich mich. Und es ist wichtig, was ich jeden Tag zu mir nehme. Und ich gebe mir jeden Tag zu jeder Mahlzeit wie einen Liebesbeweis. Ja, Priscilla, du bist wichtig und wir schauen jetzt zu dir, auch wenn das ich selber bin. Ja. Du bist ja auch mehrere Anteile von dir, ne? Lassen wir die Diskussion da ums Ego mal dahingestellt, ne? Aber wir gehen davon aus, dass wir mehrere Persönlichkeitsanteile haben, die natürlich alle miteinander arbeiten sollen im besten Fall. Ne? Und wenn das der Fall ist, dann fühlen wir uns auch selten alleine oder einsam. Das ist ein großes Problem, weil viele Menschen sich quasi innerlich voneinander, die Teile entfernen sich voneinander und arbeiten nicht mehr zusammen. Da geht der eine in die Richtung, der andere in die Richtung. Und das ist einer der Hauptgründe, warum Menschen, glaube ich, nicht mehr alleine sein können heutzutage, weil sie nicht mehr wissen, sie haben kein kohärentes Gefühl mehr zwischen diesen Anteilen. Sie haben kein übergeordnetes Ziel mehr. Und die Aufgabe, die Lebensaufgabe wiederzufinden, das gibt ihnen ein Ziel. Das gibt ihnen auch eine Selbstannahme. Und auch eine Dankbarkeit, die sie mit ihrem Alltag bewältigen können. Ne? Und diese Dankbarkeit korreliert halt stark mit einer Selbstakzeptanz. Und wenn ich mich selbst akzeptieren kann, dann kann ich andere besser akzeptieren und ich kann dann auch gesund werden. Ja, und manchmal ist es sowas Profanes wie die Krankheit erstmal zu akzeptieren, die einem heimgesucht hat. Und da in diese Annahme zu kommen und zu sagen, okay, ich gebe zu, ich kann nicht mehr. Weil ich war eine der Personen, ich habe die ganze Zeit so getan, als wäre alles in Ordnung. Ich habe so geschauspielert und gesagt und Projekte umgesetzt und alles Mögliche bis zu dem Zeitpunkt, wo der Körper einfach nicht mehr konnte. Und sogar dann habe ich mich dagegen gewehrt, bis ich irgendwann geweint habe und gesagt habe, nee, es stimmt irgendwas nicht. Und ich darf das jetzt anschauen. Also diese Annahme von ein Zustand ist gerade überhaupt nicht in Ordnung so und ich weiß eigentlich nicht weiter. Das macht einem ja auch Angst. Ja. Auch um Hilfe zu fragen, ne? Es ist oft eine Hürde. Ja, total. Und ich hatte schon nach Hilfe gefragt, aber irgendwie wurde mir da dann immer gespiegelt, man ist selbst schuld und die Blutergebnisse sind ja okay. Also sie sind im höchsten Fall ein Hypochonder. Und dann immer den anderen den Glauben zu schenken, dass die eigene Intuition und das eigene Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Also das trägt ja auch noch dazu bei. Das ist verrückt. Ich liebe dieses Argument, aber Ihr Blut ist doch in Ordnung, Sie haben doch nichts. Doch, ich habe was. Ich bilde es mir ja nicht ein. Ne? Und das ist egal, ob das jetzt Schmerzen sind am Rücken. Ja, Sie haben ja Bandscheibe, ist alles in Ordnung. Ja, aber ich habe doch Rückenschmerzen. Irgendwo eine Ursache muss es doch haben.
dann ist doch meine Aufgabe, so lange zu suchen, bis ich das gefunden habe. Also sehe ich so, nehme ich meinen Beruf auf. Ja, und deswegen ist dein Fragebogen auch 30 Seiten lang. Ja, vielleicht. Ja, ich muss viele Sachen wissen, ich muss möglichst das Puzzle zusammensetzen, weil ich suche immer nach Mustern. Ich finde, wenn du ein übergeordnetes Muster erkennst, dann kannst du viele einzelne Symptome auf einen Schlag heilen oder verbessern. Und dieses Muster ergibt sich eben aus Parallelen, die sich aus verschiedenen Teilaspekten des Lebens zusammensetzen. Ja. Ne? Und Ja. wenn ich das muss ich wissen und dann verstehen die Patienten oder auch Klienten ihr Leben viel besser. Mhm. Und darum geht es mir ja. Das Leben zu verstehen, ja, das eigene Das Leben zu Leben. verstehen, genau. Also auch die Antriebe, die Motivationen, warum stehe ich denn morgens auf? Warum reagiere ich denn in bestimmten Situationen immer gleich? Oder warum habe ich dann immer den gleichen Mann oder den gleichen Typ Frau, dem ich begegne? Das sind einfach so Sachen, die Frage, warum, hat mich immer seit meiner Kindheit fasziniert. Wenn die beantwortet war, dann war alles gut. Egal, ob die jetzt schlecht war, aber es war für mich okay. Ne? Ich bin ja, wenn man das numerologisch sieht, ich bin eine 7. Und für die 7 ist die zentrale Frage das Warum. Das hat Nietzsche schon gesagt. Wer Warum zum Leben hatte, kann fast jedes Wie ertragen. Und das ist genau das, für mich zumindest. Und das ist das, was ich mir den Klienten oder den Patienten versuche mitzugeben. Das Warum, also das Bewusstsein zu kriegen, warum sie etwas tun. Dass sie etwas tun, das wissen sie ja. Aber warum sie etwas tun, das bringt dann die Möglichkeit, auch in die Handlung zu kommen, es eventuell zu ändern. Ja. Hey, ich habe da gerade eine ganz tolle Warum-Frage. Und zwar von der Linda. Sie schreibt, warum wird Krankheit nun chronisch, wenn man dagegen steuert durch Entspannung, Sport und Psychotherapie? Nochmal, wann wird Krankheit chronisch, wenn? Genau, warum wird Krankheit nun chronisch, wenn man dagegen steuert durch Entspannung, Sport und Psychotherapie? Ich denke, sie meint, warum es chronisch wird, obwohl man Entspannung, Sport und Psychotherapie macht. Würde ich jetzt so interpretieren. Ja, wenn das so die Frage ist, also das ist ja oft, die meisten Sachen sind davon Ablenkung. Mhm. Ja, ich behaupte, wenn man ein Problem lösen will, dann geht der Weg durch das Problem hindurch, zwar etappenweise und schrittweise, aber du kannst es nicht verdrängen. Dann kommt es immer wieder. Und Sport zum Beispiel, das ist für mich Kompensation. Es kommt ein bisschen auf den Sport an, aber viele machen das als Kompensation, weil davon abgesehen, dass Sport für den Körper auch massiver Stress ist, was den Cortisolspiegel angeht. Das vergessen viele, deswegen haben Sportler oft ein sehr schlechtes Immunsystem. Natürlich fühlen sie sich nach der Bewegung gut, weil es natürlich auch Endorphine ausschüttet. Aber dieses Gefühl bleibt eben nicht lange und dann bleibt eben dieser Gap, dieser Open-Window-Effekt, den man da bei Sportlern gut erkennen kann. Mhm. Ne, es kommt darauf an, dass man verschiedene Ebenen benutzt und sich eben, wenn die Krankheit chronisch wird, dann sage ich, dann ist eben, hast du den Ursprung noch nicht komplett erkannt. Mhm. Genau, die Wurzel davon. Und das mit, wenn ja, wir mal ehrlich sind, was das Thema Meditation angeht, dann machen viele keine Meditation, sondern die machen Entspannungsübungen. Mhm. Ja, Meditation ist, glaube ich, nochmal ein bisschen was anderes. Meditation hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun und nicht mit Traumreisen unbedingt. Mhm. Na, Meditation ist für mich, muss ich durch den ganzen Tag ziehen. In der Regel ist es ein sehr andauernder Zustand. So habe ich es zumindest gelernt. Mhm. Ja. Das ist für mich ganz wichtig, immer zu unterscheiden. Ich mache Entspannungsübungen, okay, das ist was anderes. Aber Meditation, wirklich in der Mitte zu bleiben, das ist ja auch ein Prozess. Ich muss die ganze Zeit austarieren, weil ich ja immer wieder Einflüssen ausgesetzt bin, die ich ausgleichen muss, damit ich in der Mitte bleibe. Und das zu merken, dieses Bewusstsein, diese Achtsamkeit, die damit verbunden ist, das ist für mich die Meditation. Ja. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ich fand das jetzt auch mega spannend, was du über den Sport noch gesagt hast. Ich habe das aus dem Ayurveda auch so gelernt. Es gibt eigentlich nur einen Typen, dem wirklich schweißtreibendes Muskelsporteln gut tun. Und im Ayurveda ist das der Kapha. Mhm. Und die anderen Typen, die können sich wirklich verausgaben. Und gerade der Pitta, der so sehr zielorientiert ist, kann sich da total verbrennen, weil er ja so ein Feuer in sich trägt. Und ich habe dann viele Klienten, die eben so krass in den Sport und Sport ist gesund und das ist gut, aber es passt gar nicht. Also die Sportart passt nicht zu dem Genau, Persönlichkeitstyp richtig. oder dem Verdauungstyp.
sodass die Verdauung Richtig. gar nicht hinterherkommt. Ja, Und das ist, aber so haben wir das gelernt halt in der Schule. Sport ist gesund, Hauptsache ja, Sport, aber nicht das Individuum angeschaut. Aber welche Sportart? In ja, welcher blühst du auf? Wo ja, gehst du in den Aufbau, nicht in den ja, Abbau? ja. Ne, wir laufen ja in der Regel schon sehr im Sympathikus durch die Welt. Das heißt, wir haben eher eine zusammengezogene, verkrampfte Körperhaltung, weil wir im Dauerstress sind. Dass wir dehnende Bewegung machen, alleine um ins Gleichgewicht zu kommen, das macht ja auch kaum jemand. Yoga jetzt natürlich oder Pilates, aber wenn du ins Fitnessstudio gehst, dann ist da selten viel mit Dehnen. Und das ist ja das, was die meisten machen. Das heißt, der Stress wird noch größer im Körper. Das heißt, Ja. man muss, auch da ist es individuell, den Sport, auch die Intervalle, die ich benutze, herausfinden. Das passt nicht für jeden HIIT-Training. Geht nicht. Passt nicht. Genauso wie Ja. nicht für jeden schwerer Kraftsport passt. Ne? Und das versuche ich dann wirklich so individuell zu gestalten, dass da jeder sein Maß findet. Und das geht über Erfahrung, das dauert, bis man das rausgefunden hat. Da muss es viel Try and Error. Ja. Und bei der Ernährung genauso. Ich meine, du wirst es wissen, ne? Muss man Ja, ausprobieren, total. was man verträgt und was nicht. Es ist so, ja. Ja. Jetzt habe ich gerade nochmal. Also ich habe da noch Fragen reinbekommen, Tobias, und da auch noch, ich bin so ein bisschen Multitasking gefordert. Jemand schreibt, und wenn ich körperliche Schmerzen habe, schon beim Aufstehen, ohne dass ich Sport gemacht habe? Dann mal den Cortisolspiegel überprüfen lassen. Das könnte theoretisch mit der Nebenniere zu tun haben. Oder ich habe nachts einen so hohen Muskeltonus, weil ich so viel verarbeite. Ne? Kieferthematik, Bruxismus, ganz viel Verarbeitung nachts. Auch dieses verkrampfte Schlafen häufig. Das kann damit zu tun haben. Ja. Ne? Aber Cortisol hat oft gerne damit zu tun. Ne? Oder das zum Beispiel, wenn wir gehen ja davon aus, wenn wir emotionalen Stress haben tagsüber, dann haben die meisten ja, das ist viel mit Noradrenalin zu tun. Auch ganz by the way, für mich eine der Hauptgründe für Histaminintoleranz mit. Dieser Stress, der entsteht durch das Noradrenalin und durch die Mastzellen, die dann aktiviert werden. Wenn wir das nicht schaffen, dieses Noradrenalin in Adrenalin und dann in körperliche Bewegung umzumünzen, dann müssen diese Stoffwechsel-Zwischenprodukte irgendwo hin. So, und die gehen zum Beispiel gerne dann ins Gewebe oder müssen abgebaut werden. Wenn das zu viel wird und wenn die nicht ausgeschieden werden können, dann haben wir eben oft solche Probleme, Chronik Fatigue oder Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, vor allen Dingen morgens, ne? Wenn der Körper eigentlich regeneriert haben soll, was er dann nicht mehr kann, weil es zu viel Stress ist. Ja. Ja, mega wichtiger Punkt, den du hier ansprichst mit dem Stress. Das ist echt so eine Zivilisationskrankheit. Ja. Die müsste mal aufgelistet werden von der WHO. Stress, ja. Ja, aber die Frage ist natürlich was ist denn Stress? Ne? Stress ist ja auch total wieder individuell. Und wenn du definierst, ich habe mehr Ansprüche oder mehr Anforderungen im Außen, als ich Ressourcen im Inneren habe, dann habe ich erlebten Stress. Na, es bringt also, und außen können wir wenig ändern. Also wir müssen bei uns gucken, wie wir unsere Ressourcen erhöhen können. Und da gibt es mega geile Übungen für. Ein paar habe ich auf meinem Profil schon geschrieben, was man da machen kann, über den Körper oder über Visualisierung. Da gibt es spezielle Techniken, wie man seine eigenen Ressourcen in Gang bringt und stärken kann, damit man eben den Stress oder die Anforderungen im Außen gar nicht mehr als solche und so krass erlebt. Ja, das ist echt, also da musste ich was erzählen aus meinem Erfahrungsschatz. Ich hatte ja auch Fibromyalgie und als ich diese Schmerzen hatte und mein Körper komplett gesagt hat, okay, das war's, Priscilla, du hast nicht mit mir gearbeitet, du hast gegen mich gearbeitet und ich nur noch bettlägerig war. Und das Einzige, was ich tun konnte, ist wirklich einfach meditieren und hinhören und Bilder hochholen, in denen es mir gut ging, dass mein Körper das wieder spürt, auch wenn es nicht dem jetzigen Zustand entsprach, habe ich ja trotzdem dann Hormone ausgeschüttet, die dem Körper das Gefühl gegeben haben, wir sind wieder gesund, es kommt wieder was.
Und habe mir auch Dinge vorgestellt, die ich wieder machen werde, wenn ich gesund bin. Also eigentlich so was ganz Einfaches. Und ich habe mir selber immer gedacht, oh Mann, das ist doch irgendwie blöd, jetzt bildest du dir was ein. Aber das war genau der Punkt. Das war das Einzige, was ich ja tun konnte in dem Moment. Ich war zu schwach für alles andere. Und das war dieser Funken Hoffnung, der mein Körper gebraucht hat. Und deswegen finde ich deine Arbeit so grandios und so wichtig, dass du Menschen, die da draußen sind und die eben mit diesen Symptomen zu Hause liegen, dass die eine Stimme haben und sagen, nee, 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 Leute, es gibt eine Lösung für euch. Es gibt eine Lösung und nicht, weil man im Blut vielleicht nicht feststellen kann, habt ihr nichts, sondern es gibt eine Lösung und hier, ich bin der lebende Beweis, dass es funktioniert. Und du hast ja auch schon viele andere gefunden, bei denen es auch funktioniert hat. Ja. Und diese Arbeit, deswegen ist die Arbeit so wertvoll. Ne, den Menschen da draußen, denen es nicht gut geht, eben Mut zu machen, dass es sehr wohl bergauf gehen kann, wenn man die Ursachen in den Griff bekommt und dann auch Beispiele zu nennen, wo man gucken kann, was man machen kann. Das Hauptproblem ist ja, dass du so ohnmächtig bist. Ja. Weil du brauchst Hilfe, du gehst zum Arzt oder gehst auch vielleicht zu anderen Therapeuten, die sich mit dem Thema vielleicht auch nicht auskennen. Ich möchte jetzt niemandem unterstellen, dass er dir nicht helfen will. Aber viele haben das Wissen halt auch nicht. Und deswegen den Menschen zu sagen, alles klar, es gibt Werkzeuge, es gibt Möglichkeiten, das zu tun und den Menschen wieder eine Handlungsfähigkeit zu geben oder ein Gefühl von Hoffnung, das ist das, was die Menschen brauchen, glaube ich. Ja. Generell in dieser Zeit. Ja, dieser Hoffnungsfunke. Wir haben genug Nachrichten, die irgendwie das Ende der Welt prophezeien. Und dabei passieren so viele kleine Wunder. Und wenn das kleine Wunder bedeutet, dass man wieder mal aufstehen kann und auf Toilette, ohne dass man zwischendurch, dass es einem schwarz wird. Das ist schon ein kleines Wunder. Ja. Und da die Dankbarkeit aufleben lassen und sagen, okay, und das ist der Anfang von meiner Genesung. Das ist der Anfang. Ganz wichtiges Thema. Ganz wichtiges Thema. Weil ich kenne das von mir, das war nur den Ansprüchen der Darm. Ne? Ich habe jetzt keine schweren Schmerzen gehabt und ich habe auch immer alles machen können. Ich war halt nur ich habe halt dann Ängste gehabt, irgendwann irgendwo hingehen zu können und habe auch keine Lust mehr gehabt. Aber ich habe dann teilweise wirklich echt sauer und wütend auf meinen Körper, auf meinen Darm. Ne? Und da wieder in die Dankbarkeit zu kommen, zu sagen, ey, pass auf, du kannst aber noch 98% oder 99% deines Lebens bewältigen. Du hast nur dieses eine Problem. Den Fokus mal wieder zu verschieben, das ist eben der erste Schritt wieder zu dir hin, anstatt von dir weg. Ja. Ne? Ja. Genau. Mega schöner Punkt. Ich hatte einen Post gemacht und gesagt, dass Sie Fragen stellen können. Und da war eine Frage, wie kann ich das Immunsystem stärken? Und zwar sei sie eingeschränkt mit der Atmung und sie möchte auch ihren Kindern helfen, vorbeugend. Was könntest du damit geben? Sie hat Corona gehabt und seitdem ist sie die Schleim in der Lunge. Ja, es ist natürlich ein bisschen schwierig, immer allgemein und so zu diagnostizieren ist ja auch nicht erlaubt. Aber wenn man das naturerkundlich betrachtet, hat Schleim auch immer was mit dem Darm zu tun. Ne? Also da spielt die Ernährung sicherlich eine große Rolle. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich ernährt sie sich Kuhmilch eiweißfrei. Das sind Sachen, die schleimen sehr. Man kann natürlich gucken, sind da noch irgendwelche Restviruslasten oder wie arbeitet das Immunsystem insgesamt? Und dann kann ich natürlich antioxidativ arbeiten mit den Klassikern. So Vitamin D spielt eine große Rolle, Vitamin C spielt eine große Rolle, aber auch meinen Darm eben auf Vordermann bringen. Das mache ich jetzt nicht nur durch Probiotika, sondern eben auch durch Ernährung oder durch andere Aminosäuren zum Beispiel. Ich bin großer Freund von Aminosäuren, Glutamin ganz vorneweg oder Lysin bei viralen Erkrankungen, vor allem bei Herpesviren. Das spielt eine große Rolle. Aber vor allen Dingen, und wenn niemand erkrankt, weil das Immunsystem hat halt eine riesengroße Schnittstelle zu unserem Nervensystem. Und je mehr Stress ich habe, desto schlechter ist das Immunsystem. Also guckt, dass ihr irgendwie eine Möglichkeit habt, euch sicher zu fühlen, dass ihr mehr und mehr in die Spannung kommt, egal was da draußen passiert. Und das kriegt man hin. Ja. Ne, das geht. Ja. Weil sonst, wenn ich mich zu sehr stresse und ich komme irgendwann mal tatsächlich in die Situation, dass mein Immunsystem funktionieren muss und es kann dann nicht mehr. Und das ist halt blöd. Deswegen, je entspannter ich bin, desto besser funktioniert das Immunsystem. Ja.
Mega wichtiger Punkt. Die Ella schreibt, mein Sohn hat im Teenageralter Colitis ulcerosa diagnostiziert bekommen. Stress ist da ein wichtiger Punkt. Kann es auch mit an den Hormonen liegen, da eine Menge in dem Alter passiert im Körper? Ja, natürlich. Aber warum kegeln die Hormone durcheinander? In der Regel wegen des Stresses. Mhm. Wir müssen uns mal vergegenwärtigen, was so in der Pubertät passiert. So, es fängt ja früher, heutzutage sehr relativ früh an. Da kommen die mit 10 schon in die Pubertät oder vielleicht noch früher teilweise. Die Pubertät dient emotional der Identitätsfindung, eine neue Identität zu entwickeln, erwachsen zu werden, also ein anderer Mensch, in die Unabhängigkeit zu gehen und diese Schritte zu begleiten, auch die Kinder freizulassen oder die dann zu unterstützen in ihrer Talenten, ihren Fähigkeiten, ist das, was den Stress nimmt. Weil die haben eh schon viele Ängste, weil sie nicht wissen, wohin gerade. Und wenn man ihnen da den Stress nehmen kann, indem man sie unterstützt und ihnen den Weg nicht aufzwingt, aber vorlebt, indem man authentisch ist, kann man den meisten Stress nehmen. Ne? Ja, Stress mit Teenagern. Ich habe ja auch schon 2 vorpubertierende Kinder. Das ist echt. Ja. Also man reift als Elternteil auch nochmal unglaublich in dieser Phase. Aber Authentizität ist wirklich so ein wichtiges Stichwort. Du hast auch ganz am Anfang unseres Gespräches erwähnt. Eine wichtige Dinge ist, dass man also ich sage es jetzt in meinen Worten, in seinem Grundnaturell lebt. Also dass man nicht dem entspricht, was das Umfeld gesagt hat, wie man sein soll, sondern dass man zurück zu seiner Berufung findet. Ja. Und du hast das genannt, die Aufgabe des Lebens. Genau. Wie hast du deinen Weg gefunden? Was war für dich so der Moment, wo du gesagt hast, das ist meine Bestimmung und darin gehe ich auf? Da bin ich. Also ich habe lustigerweise vor ein paar Wochen mit meiner Mutter darüber gesprochen, weil ich dieses Beobachten halt als Kind, hat sie mir dann nochmal bestätigt, immer schon gemacht habe. Ich habe immer alle Leute angestarrt, also augenscheinlich angestarrt, aber für mich habe ich sie beobachtet, weil sie haben mich interessiert. Ich habe sie quasi gelesen. Und da habe ich natürlich oft gehört, starr die Leute nicht so an, guck den Leuten nicht hinterher, du guckst so durchdringend. Das ist aber mein Talent. Und ich habe es eine Zeit lang verloren, aber ich habe es dann wiedergefunden, indem ich gefragt habe, was kann ich denn gut? Und dieses Analysieren, dieses Verstehen auf einer gewissen Ebene, das habe ich weggeschoben, weil ich nicht so werden wollte wie manche Menschen in meinem Leben. Das aber mit diesen Talenten oder mit diesen Werten, die auch damit verknüpft sind, meine Fähigkeiten verbunden sind, habe ich auch die begraben. Und mich zu fragen, was habe ich denn als Kind gerne gemocht? Zum Beispiel war ich gerne in der Natur. Immer. Ich habe in der Natur immer meinen Frieden gefunden. Ja. Und auf diese innere Stimme zu hören, auf das Bauchgefühl, wann kriege ich eine Resonanz im Bauch? Was fühlt sich gut an? Nicht, was ist logisch, sondern was fühlt sich gut an? Dann kommt man der Natur schon relativ nahe oder seiner Natur. Dazu habe ich aber auch, ich habe mehrere astrologische Readings gehabt. Ich habe mehrere Human Design Readings gehabt und ich habe Face Readings gehabt. Und die haben in Summe, ich würde sagen, 80% Deckung gehabt. Und da habe ich mich total wiedergefunden. Das war dann die Bestätigung, quasi schwarz auf weiß in anderen Menschen, für das, was ich innerlich schon gefühlt habe. Und da wusste ich alles klar, das ist dein Ding, volle Kraft voraus. Du musst nicht nach links und nicht nach rechts gucken. Du hast das gefunden, deinen Nordstern, an dem du dich orientieren kannst. Ja. Ich habe viele Coachings gemacht, auch Wertefindungen, Warum-Coachings. Ne? Mittlerweile gebe ich sie selber, also schon seit ein paar Jahren. Und das ist auch meine Leidenschaft, ne? Den Menschen das zu zeigen. Und alles klar, ich weiß, wofür ich morgens aufstehe. Ich weiß, wo meine Werte sind. Ich kann mich daran orientieren. Ich muss nicht suchen. Ich bin nicht hilflos. Ich bin nicht machtlos. Ich kann das, weil ich machen darf, weil es meins ist. Und ich bin richtig, wenn ich das so mache. Das ist das Hauptgefühl, was ich vermitteln möchte. Du bist richtig, wenn du deiner Bestimmung folgst. Und deine Bestimmung, deine Würde definierst du zum großen Teil selbst. Ja. Das heißt natürlich auch in manchen Fällen, dass man echt viel Ballast, sagt man, hinter sich lässt. Ja. Oder auch durch einen Zerbruch geht. Also als ich gemerkt habe, dass ich ein großer Teil meines Lebens mich angepasst habe und ja für andere Menschen gelebt habe, weil ich es als Kind auch einfach so gelernt habe, weil ich in einem Elternhaus aufgewachsen bin, wo
die Erwachsenen viel Platz brauchten und unsere Unterstützung, dann hatte ich gar nicht gelernt, Selbstfürsorge zu tragen und habe halt funktioniert für die anderen. Und ich denke, das war auch so ein großer Teil, warum sich die Krankheit bei mir chronifiziert hat, weil krank werden tut jeder mal. Gerade im Epstein-Barr-Virus, das haben 98% der Menschheit. Aber warum hat es sich chronifiziert? Und bei mir war das sicher der Fall, weil ich nicht gelernt habe, Selbstfürsorge zu tragen. Ich war immer wieder krank, hatte immer wieder Entzündung, aber anstatt in den Rückzug zu gehen, um mich zu pflegen und zu hegen, habe ich das ignoriert und habe weiter funktioniert. Und das ist auch so etwas, was man schmerzlich lernen muss, wenn es eben schon chronifiziert ist, die Krankheit, zu hinterfragen, ja, wer bin ich eigentlich? Und werde ich auch geliebt, wenn ich nicht funktioniere? Werde ich geliebt, wenn ich nichts mehr kann? Und das ist ja der Fall, wenn sich eine Krankheit so manifestiert hat. Ja. Man kann nichts mehr. Ja. Aber dann, wenn du das schaffst und durch dieses tiefe Tal gehst, ne, und wenn man das mal, das griechische Wort Katastrophos heißt Umkehrpunkt. Wenn man das mal so sieht, dass man dann wieder aufsteigen kann, dadurch. Aber an den Punkt muss man erstmal kommen. Die Einsicht muss man erstmal haben. Und der ist scheiß schmerzhaft. Ja, weil guck mal, du bist Zeit deines Lebens in einem System oder in mehreren Systemen aufgewachsen. Das kann ein Familiensystem sein, das kann ein Schulsystem sein, das kann ein Beruf sein. Du crashst dieses System, wenn du deine Rolle verlässt. Das heißt, das ganze System muss sich neu organisieren. Da hat keiner Bock drauf. Das heißt, die anderen finden das auch nicht so cool. Ja. Und dann bist du der Boomer und dann kommen ganz schnelle, tiefe, existenzielle Ängste der Zugehörigkeit dazu. Genau, werde ich geliebt? Also diese Kernfrage von uns allen. Ja. Werde ich geliebt? Um meinetwillen auch. Genau. Wenn man gar nichts mehr leistet und niemand mehr ist. Ja. Das hört ja oft auf. Das wird ja konditioniert aus der bedingungslosen Liebe, die du als Kleinkind hast, wenn du quasi nichts kannst, dass du einfach nur da bist. Was macht man denn? Man isst und man kackt und man schläft. Ja. Und trotzdem bist du der König oder die Königin. Und irgendwann wird es dann Konditionierung unterworfen. Das heißt, wenn du das machst, dann kriegst du das. Dann bist du angenommen. Ne? Dann sind wir nett zu dir. Und so sind wir ja einfach aufgewachsen. Ja. Und dass wir das eigentlich uns selber geben könnten, dafür ist die Pubertät zum Beispiel eine wunderbare Phase, wenn wir selber wieder zu uns finden, wenn wir gelassen werden. Ich sage, in der Regel 21 Jahre ist ein guter Zeitpunkt, also 3 Lebensseptimen abgewartet. Dann kann man Menschen, und das versuche ich auch, als damals noch keine Corona war, bin ich in Schulen unterwegs gewesen und habe versucht, emotionale Intelligenz den Lehrern beizubringen, auch den Schülern, weil ab einem gewissen Alter können sie selber hinterfragen, was ist wichtig für mich? Welche Emotionen spüre ich häufig? Welche Bedürfnisse stehen dahinter eigentlich? Das kann man ist ja alles wunderbar beschrieben. Das kann man ja auch verstehen. Und viele Menschen, die vielleicht nicht so emotional sind und so extrovertiert, die kann man aber über das Verständnis von Emotionen ins Körpergefühl bringen und dahin zur Emotion und dann zu ihren Bedürfnissen und dann zu dem, was sie gut können und was sie vielleicht nicht so gut können, sodass sie die Gelegenheit haben und die Chance, in die Mitte zu kommen. Ja. Um der zu werden, der sie sind und sich dann selbst lieben zu können, denn da fängt es an. Genau, da fängt es an. Ich sage immer, Heilung ist der Weg zu sich selbst, weil durch Krankheit ja so einiges kaputt geht, aber durch dieses Kaputtgehen kommt man wirklich in den innersten Kern seines Selbst, weil alles Oberflächliche zerbricht einfach. Da ist noch diese Seele, dieser Kern, das, was dich ausmacht, dich, nur dich. Ja. Und dass das dann wachsen darf, das ist so unendlich wertvoll. Und ich merke das auch, Tobias, wenn ich mit anderen spreche, die durch so Krankheitsphasen hindurch sind, dass die einfach eine andere Art haben. Wie man das auch nennen möchte, auf Seelenebene, auf geistiger Ebene. Aber es ist einfach, diese Essenz ist anders da. Und das ist das Riesengeschenk und die Riesenchance, was Krankheit in sich trägt. Ja. Das dürfen wir nie vergessen, dass egal wie groß das Problem ist, ich arbeite gern mit den Gesetzen der Hermetik. Und das Gesetz der Polarität besagt ja, dass nichts ohne sein Gegenteil wahr ist. Und wenn man sich das Yin-Yang-Symbol mal vergegenwärtigt, da ist immer ein Pünktchen Weißen im Schwarzen. Immer. Es geht nicht ohne.
Und wenn ich meinen Fokus darauf setze, dann kann ich das wachsen lassen, denn Energie folgt meiner Aufmerksamkeit. Ja. Und dann kann ich mich da selber rausmanövrieren. Das ist ein harter und langer Weg, keine Frage. Es ist nicht leicht, es soll sich leicht anfühlen irgendwann. Das ist ja ein Unterschied. Aber es ist funktioniert. Es ist eine Frage der Perspektive und das Wissen, dass man diese Perspektive selbst bestimmen kann, das haben viele nicht und das müssen wir denen geben. Ja, ja. Ja, danke, dass du das auch machst mit deiner Arbeit. Das ist echt mega. Eine Sache, die ich auch mega spannend gefunden habe bei dir, ist, dass du auch die Bücher von Anthony William gelesen hast. Und mich hat das total auch überrascht, all die, die sich damit beschäftigen, weil er ja so spirituell ist. Und ich denke dann immer, ach cool, noch jemand, der sich da in so eine Richtung gewagt hat. Wie kam es dazu, dass du da nicht so eine große Hemmschwelle hattest? Also ich habe das von Patienten gehört. Ich habe das erstmal gekauft und dann im Bücherregal hinten stehen gehabt. Eine ganze Zeit, bis ich dann mal da reingeguckt habe, tatsächlich bezüglich EBV. Und ich habe das Hörbuch dann auch gekauft. Und immer wenn ich ihn gehört habe, habe ich so eine Resonanz in meinem Bauch bekommen. Also so richtig gutes Bauchgefühl. Ich so, ja, der Mann hat, also ich kann es ja nicht begründen, aber es war ein sehr gutes Gefühl. Ich so, da ist was dran. Ich konnte das nicht nachempfinden, weil ich bin kein EBV-Patient. Ja, ich habe keine Probleme damit. Aber ich sage, wie der das argumentiert, macht für mich Sinn. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht wissenschaftlich fundiert oder nachvollziehbar ist, aber es macht für mich trotzdem Sinn. Weil sich da viele Kreise schließen und viele Symptome einfach perfekt beschrieben sind. Ja. Und auch wie er argumentiert, das passt einfach. Und alleine, ich meine, die Beweise, wenn er da seiner Oma den Lungenkrebs diagnostiziert, weil ihm das irgendein Geist ins Ohr gesagt hat, scheißegal, aber der hat es gemacht. Ist doch völlig egal, wer da eben wem irgendwas wieder dazu gekommen ist, spielt doch keine Rolle. Es geht doch darum, um das Ergebnis. Und das wenn ist so. er damit Menschen helfen kann, natürlich. Ja. Ja, ich sage auch immer wieder, es kann sein, dass er so ein Genie ist, wie Albert Einstein oder was hatten wir noch, die großen Musiker, die Noten gesehen haben. Ja. Oder es kann sein, dass er ein Geist hört. Es ist eigentlich egal. Es ist egal. Ja. Es sind so viele Menschen, die sich selber heilen und diese Hoffnung bekommen. Und ich denke, das ist auch so, ja, der gemeinsame Nenner, den wir hier in diesem Gespräch auch immer wieder betonen, ist diese Hoffnung. Diese Hoffnung auf Heilung und dieses Vertrauen, dass man diesen Skill hat, das anzuschauen, auch wenn es einem Angst macht in dem Moment und auch wenn so vieles kaputt gegangen ist in dieser Krankheitsphase. Es gibt Hoffnung. Ja. Es gibt Hoffnung da draußen. Egal von welcher Quelle. Hauptsache sie ist positiv und baut uns auf. Genau, und diese Perspektive, die er bietet, einfach nicht unter den Teppich fallen zu lassen oder unter den Teppich zu kehren, sondern wenigstens mal anzuhören und zu fragen, kann das sein? Und ja, es kann sehr wohl sein, weil ich sehe es ja jeden Tag in der Praxis, dass es sein kann. Ja. Ne? Weil ich habe auch jahrelang keine EBV-Tests gemacht und wusste das nicht, aber jetzt mache ich viele LTTs und ED-Spots und gucke auf eine Reaktivierung und das wird man sehr wohl fündig, obwohl der IgG zwar positiv ist, aber der IgM negativ und nichts erhöht ist. Und dann sagt man, ja, du hast kein IgG, doch, hast du. Hier, kann ich dir zeigen. Ne? Da muss man aber diese speziellen Tests machen. Und selbst sind sie da vielleicht nicht mal positiv, kann das trotzdem sein. Es gibt ja nicht nur EBV, es gibt noch Zytomegalie, es gibt noch andere wunderbare Herpesviren. Ne, die Viren werden immer mehr. Ne, das darf man einfach nicht vergessen. Ja, genau. Wie heißt nochmal der Test, wenn das jetzt manche testen lassen wollten? Also das ist ein LTT, das ist ein Lymphozytentransformationstest oder ein ELI-Spot. Da werden T-Lymphozyten mit dem Erreger in Verbindung gebracht und wir gucken, wie die reagieren. Ne, die sagen, kenne ich, ist abgeschlossen, oder die sagen, kenne ich oder kämpfe ich gerade gegen, dann weiß man, dass da eine reaktivierte EBV-Infektion oder Zytomegalie-Virus-Infektion vorliegt oder auf Borrelien oder keine Ahnung, was kann man das testen. Ne? Ja. Und dann gibt es sogar der Fall, wo da ja alles nicht angezeigt wird und der Mensch trotzdem kämpft. Und da ist es so wundervoll, dass du diesen Fragebogen hast, weil der Patient sagt ja schlussendlich, was fehlt, wenn man richtig zuhört und wenn man da ist. Genau, das ist auch die klassische Frage, die Ärzte eigentlich stellen und die ich immer anbringe. Was fehlt Ihnen?
Ja, also was brauchst du, um ins Gleichgewicht zurückzukommen? Weil Medizin oder Gesundheit ist Gleichgewicht, ist Harmonie. Also was fehlt dir, was du brauchst, um ins Gleichgewicht zurückzukommen? Ja. Und das sieht man dann relativ häufig. Und ich versuche Menschen oder die Patienten, ich will nicht, das kann man nicht erziehen sagen, aber selber ins Hinterfragen zu bringen, wie muss ich leben, dass mein Immunsystem stabil ist. Denn, wie du eben schon gesagt hast, viele der Menschen tragen Herpesviren in sich, aber nicht alle, bei weitem nicht alle, sind symptomatisch. Ja. Ne, also was kann ich tun für mich mit meinen eigenen Möglichkeiten, damit ich möglichst stabil bin. Und da fängt es bei den eigenen Gedanken an. Ja, definitiv. Genau. Weißt, ich finde es gerade so schön in der Zeit, dass endlich über die Langzeitfolgen einer viralen Infektion gesprochen wird. Ja. Und dass jetzt auch die Schulmedizin darauf aufmerksam macht, wie wichtig es ist, wenn man einen Infekt hat, dass man sich schont, dass man in die Selbstfürsorge geht, dass man zum Beispiel Pacing macht. Das bedeutet immer die Arbeiten, die man sich vornimmt. Und wenn es ist nur das Hauswischen, dass man das in kleinen 5-Minuten-Abständen macht und dann wieder sich hinlegt. Natürlich ist unser Gesundheitssystem noch nicht so ausgerichtet, dass sie eine Anlaufstelle haben, dass sie von der Krankenkasse, dass irgendjemand diesen Arbeitsaufwall so, wie sagt man dem, überbrückt. Aber die Stimmen werden lauter, dass wenn man einen Infekt hat, dass man sich zurücknehmen darf, dass man krank sein darf. Und wenn es Monate oder Wochen dauert, das darf sein. Definitiv. Ja. Sollte so sein. Ja. Ja. Dass wir aufhören, uns selber zu stressen und zu übergehen, gell? Das ist echt. Ja, das ist eine Frage der Werte. Wir wollen ja immer mehr, ne? Ja. Immer mehr, mehr, mehr. Und dann kriegen wir immer noch mehr Stress. Das ist wie wenn du dich ärgerst. Das macht alles noch Ärger. Bringt auch nichts. Ja. Ne? Wir brauchen zwar Ärger, es gibt uns eine Energie, das ist in jede Emotion, hat ja eine Funktion und zeigt mir ein nicht erfülltes Bedürfnis an. Deswegen gibt es keine guten und keine schlechten Emotionen. Aber ich muss eben das Maß wissen und mich hinterfragen, warum ist das bei mir so? Ja. Aber diese Antwort tut halt auch weh, das scheuen sich viele. Das merke ich immer wieder. Selbst wenn du sie damit konfrontierst, haben da nicht alle Lust hinzuschauen. Ne? Und deswegen mache ich ja so Kurse, wie ich dir geschrieben habe, zum Beispiel diese Misos-Seminare, wo ich Menschen versuche zu erklären, was bedeuten dann eure Emotionen und wie kriegt ihr die reguliert, wie kriegt ihr den Stress rausgenommen. Ja. Damit wir beim Kleinen, bei jeder bei sich anfangen kann. Weil es ist die einzige Möglichkeit, irgendwas auch im System zu verändern, bin ich. Ne? Wenn ich die stoischen Philosophen sehe, die das autosuggestiv ihren Schülern quasi vermittelt haben, du hast einen Wirkungskreis und der ist nur bei dir. Du hast einen bedingten Wirkungskreis mit Menschen um dich herum, aber du kannst die nicht beeinflussen, also lass es. Aber du kannst dich als Teil des Systems beeinflussen und damit andere indirekt. Ja. Ne? Und wir sind auch ganz viele kleine Systeme in unserem Körper. Ne? Ja. Ja, so schön und zugleich so anstrengend. Manchmal habe ich mich gefragt, ja wirklich, ja, ich bin immer sehr ehrlich, manchmal habe ich mich gefragt, ist es wirklich das Leben? Ist es das, dass man andauernd an seiner Baustelle arbeitet? Und ich meine, das hört sich jetzt ein bisschen opfermäßig an, aber so meine ich es nicht. Aber es fühlt sich ein bisschen so an, man überwindet eine Sache und man wird mit was Neuem konfrontiert. Also diese Seelenreise, von dem du angesprochen hast, ist ja auch wirklich einfach, ich erfülle die Aufgabe, wenn die erfüllt ist, kommt eine neue Aufgabe. Wo nimmst du ja deine Stärke her oder deine Positivität zu sagen? Und in allem wird sich das lohnen. Also die Stärke kommt bei mir, glaube ich, mittlerweile viel über Energie sparen. Ne? Wenn man einigermaßen kohärent ist, also einigermaßen committed mit sich selber, dann braucht man viel weniger Energie für die gleichen Arbeiten, die man aber erledigen muss. Ja, das ist der erste Punkt. Das heißt, wenn du deiner, in Anführungsstrichen, Bestimmung folgst oder deinem Naturell, dann brauchst du viel weniger Energie. Die Chinesen sprechen von, der Energiekreislauf ist geschlossen. Wenn du das nicht tust, wenn du irgendwas machst, was nicht für dich gedacht ist, zum Beispiel den falschen Sport, die falsche Ernährung,
dann verlierst du viel Energie und kannst natürlich dann auch noch weniger produzieren. Ja. Und ich habe natürlich einen tiefen Glauben. Erzähl. Ja, ich glaube halt, dass wir, wenn wir uns selber lieben, ein so großes Energiefeld, was soll passieren? Ne, das ist das Schlimmste, weil ich stelle auch vielen Patienten die Frage, die mit Panikattacken zu mir kommen, was soll passieren? Ja. Ich habe einige Menschen gesprochen, die Nahtoderlebnisse hatten, die haben gesagt, das ist viel cooler, dass was kommt, als dass das hier ist. Ja. Ne? Gut, jetzt sind wir alle nicht scharf darauf, morgen umzukippen, weil wir eben doch nicht genau wissen, was da kommt. Die haben die Erfahrung noch nicht gemacht. Ja, und weil wir doch spüren, dass da noch eine Aufgabe ist, die erledigt werden möchte. Ja. Ja. Und für mich ist, wenn du in deiner Mitte bist, im Gleichgewicht, ich kann es schwer beschreiben, aber diesen Glauben, ich bin, ja, man kann nicht sagen, dass das ist, das hört sich immer komisch an, wenn du sagst, du wirst geführt, aber ich muss nicht mehr aktiv suchen. Es ist einfach so, das ergibt sich so von alleine. Ja. Ne? Wenn man manchmal denke ich auch, dann habe ich meine Täler eigentlich so, oh Scheiße, machst du das hier richtig und was sollst du jetzt tun? Aber ich weiß auch aus der Erfahrung mittlerweile, und das kommt dadurch, dass ich versuche, möglichst authentisch zu sein, indem ich mich nicht mehr verstelle, was ich früher oft getan habe. Da wollte ich immer sein wie andere oder das machen wie andere. Hat nie funktioniert. Ist immer in die Hose gegangen. Funktioniert auch nicht. Nee. Und seitdem ergibt sich das einfach. Und wenn du die Erfahrung gemacht hast, dann weißt du, dann vertraust du einfach. Und dieses Vertrauen, Tobias, ich glaube, das ist die wichtigste Aussage. Dieses Vertrauen ins Leben und dass es das Leben gut meint. Und meine Theorie ist, die meisten Menschen sind von Unsicherheit geprägt, die wollen kontrollieren. Ne, das heißt, sie möchten auch ihr Leben kontrollieren. Können wir nicht. Und wenn man kontrollieren möchte, dann hat man wenig Vertrauen. Man hat natürlich in der Regel kein Vertrauen in die Außenwelt oder andere Menschen, aber eigentlich ist es ein Spiegel von einem selber. Das heißt, ich habe nicht genug Vertrauen in mich selber. Warum? Weil oder die meisten Menschen, ich nehme mich da nicht aus, Zeit meines Lebens, meine Seele, mein Herz verleugnet habe, weil ich etwas anderes getan habe, als das es von mir gesagt hat. Und warum soll das Herz oder der Körper, der damit eng verbunden ist, man sagt, der Körper folgt immer der Seele, mir was Gutes tun, wenn er sagt, du machst doch eh, was du möchtest. Und wenn ich zurückkomme zu dem, was mein Herz und meine Seele mir sagt, dann kriege ich dieses tiefe Vertrauen wieder. Ja. Und Vertrauen hat für mich viel mit Liebe zu tun. Und wo Liebe ist, ist keine Angst. Genau. Ne, wer Liebe lässt frei, ich muss nichts kontrollieren, ich habe Vertrauen. Und dann weiß ich, es wird alles gut. Ja. Und das heißt nicht, dass es immer gut ist, aber es wird am Ende gut. Das Leben ist immer Bewegung. Wir haben eine Sinuskurve. Wenn wir eine Nullkurve haben, sind wir tot. Das heißt, wir bewegen uns immer rauf und runter. Und ich sage, wir kommen mit nichts und wir gehen mit nichts. Dazwischen ist ausgeglichen. Das war so ein schöner Schlusssatz. Und ich denke, das, was wir heute mitgeben dürfen, ist wirklich die Frage, wer bin ich? Wer bin ich in meiner Selbst? Wenn alles andere wegfällt, wer bin ich? Ja. Wo darf ich in das Vertrauen gehen, dass es gut ist, dass das, was mein Herz mir sagt, dass das mein Weg ist? Und wir haben alle einen Seelenweg und der ist nicht falsch, der ist immer richtig und du bist immer richtig. Ja. Vielen Dank, Tobias, für das Dasein, für das Teilen deiner Weisheit und Erfahrungen. Es hat mega Spaß gemacht und ich denke, wir wiederholen das wieder mal. Ich danke dir auch sehr herzlich, hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Vielen Dank und danke für alle, die jetzt dabei waren. Und ich konnte nicht auf alle Fragen eingehen, aber ihr kennt ja jetzt unseren Kanal und ja, schreibt uns einfach an. Einen guten Abend euch allen. Vielen Dank, Mach's gut. Tobias. Ciao. Ciao, tschüss.